des Hurensohns Arena und wir werden einen Blick reinwerfen und gerade auch mal auf jeden Fall die Nebenquest hier genau annehmen. Wir sollen uns mit den Zwergen vor der Arena treffen. Das werden wir mal machen. Die werden sich wahrscheinlich nämlich da mit den Leuten dann anlegen wollen. So, hier stehen die Wachen. Hier wetzen die Zwerge da ihr Messer. Cleaver send you? Aye, he did. Awaiting your word. Let's go. Time's a wasting. You heard him. We're going in. So. Nehmen wir mal nur das Essen mit. Ich frage mich, ob ich einen anderen Weg auch reingefunden hätte. Gerald, vielleicht ziehst du mir dein Schwert. I should search this hole. Bad idea. Okay, also wahrscheinlich wird es auch eine Option gewesen, eben hier friedlich reinzugehen. Ich meine jetzt natürlich nicht mehr. Ach, scheiß drauf, wir lassen den ganzen Kack einfach hier liegen. Ich glaube, meine Zwergenfreunde sind tot und wer auch immer Igor ist, aber Igor ist ganz schön heftig mit seiner Axt. Das heißt, wir müssen Igor eben mal mit Axi ruhig stellen. Und dann können wir nämlich seinen Kopf entfernen. Ah, da ist betäubt worden. Igors Schlüssel, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und der hat immerhin auch noch was am Start. So, was haben wir denn hier? Kleines Kästchen, Nachricht von Igor. Das werden wir mal lesen. Da es in letzter Zeit einige Missverständnisse bezüglich der Wertgegenstände gab und zudem auch noch ohne den leisesten Grund Blut vergossen wurde, möchte ich hiermit versichern, das Geld ist in der Kiste unter Verschluss und in Sicherheit. Der blinde Idiot, der dachte, sie wäre weg, hat am falschen Ort nachgesehen. Geh den Gang runter, der vom Obergeschoss zur Arena führt. Dreh dich, sodass du mit dem Rücken zum Gitter stehst und betrachte die gegenüberliegende Wand. Wenn du Augen am Kopf hast, findest du, wonach du suchst. Ich betone noch einmal, dass Hurensohn Juniors Kronen nicht angerührt wurden und kein einziger Kopper fehlt. Ich wette meinen Kopf, dass das Geld noch immer dort ist und darauf wartet, abgeholt zu werden. Okay. Vermutlich muss ich die Betriebe von ihm so oder so stürmen. Einfach aus dem Grund,
dass ich hier sonst nicht wieder rauskommen würde. Vermute ich jetzt einfach mal so. Okay, ich muss irgendwie runterkommen. Also wenn ich reinkomme mit diesem Igor da irgendwie verhandelt hätte, hätte ich dann nachher auch wieder irgendwie hier rausgemusst und der hätte mir sicherlich nicht gesagt, wo Junior ist. Mit dem Rücken zum Gitter. Meint er das hier? Ne. Ah, das hier meint er. Nee, nicht daran ziehen, Geralt, sondern... Floor is worn by a moving door. Something behind this wall. Ich will das nicht anmachen. Integrieren, ja, danke. Das war der Plan. Jo, das ist doch hier ein nettes Versteck. Da bedienen wir uns gerade einfach mal. Mysteriöser Brief von 30 Kronen. An Hurensohn Junior. König Radovid ist mit deiner Leistung nicht zufrieden. Du solltest die anderen Mitglieder der sogenannten Großen Vier beseitigen. Doch sie sind noch immer am Leben und wissen, welche Rolle du in dem versuchten Attentat gespielt hast. Das war nicht unsere Vereinbarung. Verstecke dich vorerst an dem Ort, den dir der Bote nennt, der diesen Brief überbringt, und bleibe außer Sicht. Der König hofft, dass die Feindseligkeiten unter den Mitgliedern der Großen Vier das bewerkstelligen, woran du kläglich gescheitert bist. Die Großen Vier sind wahrscheinlich die... Das wird er nicht wissen. Die Großen Vier sind ja wahrscheinlich die 4 Bandenchefs. Also der Bettlerkönig, Dijkstra, Hurensohn und Hacker. Und scheinbar wollte der Radovid die anderen 3 beseitigt haben. Wahrscheinlich um dann von innen raus über Hurensohn die Kontrolle über Novigrad zu übernehmen. Bevor die Nilfgaarder da sind, denke ich mal. Okay, dann gehen wir als nächstes mal zum Casino. Suchen da noch nach Hinweisen. Ich denke, danach werden wir jetzt Dijkstra informieren. Wahrscheinlich würde ich eh alle Hinweise brauchen. Achso, hier werden wieder irgendwo Zwerge in der Nähe sein. Yep, die stehen hier um die Ecke. Set to go. Ready? Righto. We go on your mark. Let's go then. Das ist dann schon recht praktisch, dass die mit dabei waren. Fällt gerade ein, ich könnte mal wieder Öl da drauf packen. Should look around. Man hätte sicherlich auch friedlich lösen können hier alles, aber wir mischen uns einfach mal diesen Bandenkrieg an und ergreifen direkt mal Partei.
So, sind hier noch mehr? Eindeutig ja. So, dann durchsuchen wir mal das Casino. Beat you half to death. Hey, can you hear me? Hier ist Enrico. You alive? Don't finish me. Don't intend to. Who the hell are you? Heard screaming downstairs. It's all right now. Will you help me? What's your name? Rico. Rico Meyersdorf. Why are you here? What's it look like? Came here to sit and think. God. All right. Clever and tough's not working for me. They took me for one of Bedlam's moles. Are you? Well, kinda. Yeah. So what have you kinda learned? Horson's working hand in glove with the Redanians. I don't know the details, but he's on their side. And that's all I know. Take care of yourself. Thanks. I'll lay low until things settle down. Bedlam will learn you helped me. See him. He's sure to reward you. Okay. Ehre unter Dieben haben wir uns noch eine Belohnung verdient. Das ist doch nett. Ich nehme einfach diesen ganzen Krempel hier mit, den ich niemals benutzen werde in meinem Leben. Wie das halt immer so ist in Rollenspielen. Okay, Aschenrune. Klingt nach einem geilen Schwert. Das ist geil. Jo. Bessere Stahlwaffe auf jeden Fall. Gleich ist mal ein Öl tunken, das gute Ding. So, wir können jetzt mit Dijkstra reden oder wir gehen erstmal zu Hacker und sagen ihm, Mate, good job, wir brauchen dann Leute nicht mehr. Den Rest machen wir jetzt alleine. Ich glaube, das werden wir erstmal machen. Und beim Bettlerkönig können wir uns auch noch eine Belohnung abholen. Ja, sprechen wir erst mit den beiden. Und dann gehen wir zu Dijkstra. What's he doing here? Okay, wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Geralt of Rivia, Witcher. White Wolf, they call you? You stand accused of offending religious sentiment. We've orders to take you in for interrogation. Surrender your weapons. This is a misunderstanding. But fine, take them. Though I'll need a receipt. Wouldn't want to lose anything. Yeah, drawing it up for you now. Remember the preacher who spoke of witches and witchers? A man you humiliated before his faithful. He asked that we administer a sacrament on his behalf. Your last rites. Ach so, hätte ich auch nicht mitkommen müssen. Heißt, ihr werdet jetzt ziemlich qualvoll sterben, weil ich mein Schwert nicht habe. Ich
leider verbrennen müssen. Come on, come closer. So viel zu dem Thema Sterbesakrament, meine Herren. Und danke für das leckere Hühnerbrötchen. Looking to make some coin too, eh? So, heute meine Karte wieder verwirrt, wo ich Hacker finde. Das ist so geil, dass diese ganzen kleinen Aktionen, die man durchführt, irgendwie Konsequenzen haben. Auf die eine oder andere Art und Weise. Da muss ich eigentlich mal ein neues Öl... Ah ne, Öl muss ich nicht nochmal auftragen, okay. So, how do you go with this healer? I was fluffing about minding my own business when suddenly up he pops in here. So, Moment, Hacker hatte seine Bude doch irgendwo hier vorne, hier rechts rein. Ja, hier vorne, genau. What do you want? What can you tell me about Junior? Aiming to write his biography. Put his dad in it. Hurensohn, son of Hurensohn. Great title. I'm all ears. Hurensohn Sr. was the most ruthless man I've ever met. Unmatched at blackmail, murder and hustling. Word is, he had a line on the hierarchy himself. Junior inherited all his gaffer's traits except one, his love of poetry. Senior was on his way to an evening recital when Junior killed him. Then he promptly took over all his dear daddy's businesses and contacts. Went to Junior's joint. I heard. My lads near came to blows wanting to be the first to tell me. Made quite an impression on them. I know Hurensohn. Wherever he is, he's positively furious. Won't be able to control himself. He'll leave whatever hidey hole he found to lay low in. Can't wait. Patience, Witcher. And cheer up. Cleaver pays well for a job well done. Promised a reward, and here it is. More where that came from. Jo, das ist doch schon mal nett. Das Cleaver uns bezahlt. Something. Dafür, dass wir die Hilfe von seinen Leuten in Anspruch genommen haben. Weil mehr war es eigentlich nicht. Und wir haben noch... Irgendwie... Diese Quests ordnen sich auch immer... Wie sie gerade lustig sind, habe ich so das Gefühl. Also als ob das da keinerlei Sinn hintergäbe. Sieht jedes Mal anders aus, wenn ich die anwähle. Naja. Solange ich immer die wiederfinde, die ich gerade machen möchte. Der hat mir jetzt gerade 300 Gold dafür gegeben, dass ich seine Leute mitgenommen habe. Geralt, du bist ein Genie. Damit sie die Typen da verprügeln. Das ist ziemlich nice. So.
Und wir haben ja noch jemanden befreit, der uns auch bezahlen lassen will. Greift ihr mich eigentlich im Hinterhof von dem Bettlerkönig an? Ganz dumme Aktion, Jungs. Nach Läufen, Nikos, komme ich da nicht rein. Muss ich ernsthaft auf die andere Seite gehen und da klopfen. Das war doch hier irgendwo der Zugang, oder? Nee, hier nicht. Hier. Open up. Nicht mehr, wer hinter der mir aufmacht. Sehr gut. Got so fucked up once. Blood came out of ears. So, der Bettlerkönig. All souls praise the eternal fire. Aye. Should pick your men more carefully. Rico blew his cover like a novice. Yeah, he told me. And I told him to leave town. Most likely promised I'd reward you, didn't he? So he said. Take it. Nett. Okay, man. Gutes Silberschwert bekommen, was auch nochmal 14 mehr Schaden macht, als was ich momentan drin habe. Das Novigrad Langschwert macht mehr Schaden als meine andere Stahlwaffe. Aber ich finde die andere geiler, muss ich sagen. Achso, und wir haben natürlich hier meine erste Wyvern-Trophäe. Die können wir auch mal eben equippen. Aye. Rüstung der Kinder Freiers, okay. Work with mages often. My, aren't you curious? You yourself looking for work, perhaps? No, I just know them. Usually not all that willing to get their hands dirty. Don't know 'em well, then. A hounded, hungry mage. He's desperate as any man. Not about to be fussy when taking on work. Novigrad's a city of opportunities. Chances to be seized. You should grab one too. Farewell. That reptile gaze of yours don't scare me. So, diese Rüstung. Ist das die? Ja, okay, die ist jetzt natürlich nicht so geil. Ich glaube, ich meditiere mal kurz, bis es Tag ist. Und dann gehe ich mal zu irgendeinem Schmied meine Sachen verkaufen. Zum Beispiel hier vorne. Who do you hunt, White Wolf? Hier müsste das irgendwo sein. Got so fucked up once. Blood came out of ears. Hier drin irgendwo. Hier? Nee. In dem Haus. Wo ist denn der Eingang? Scandalous, letting such miscreants into this city. Hier. Fragen wir ihn doch mal, ob er was uns machen möchte. What do you have on offer? Redanian dumplings, speciality of the house, heartily recommended. Blimey. A vat gun in my establishment? It can't be. How do you know I'm a witcher? You joking? Silver blades. Who else uses them?
Crafted in Mahakam, am I right? Must be about 40 inches long? An elven sword expert. You must be Ibir Hattori. Ah, indeed. I am. Geralt of Rivia. Heard a lot of good things about you. A pleasure, Geralt. How might I help you? Care to try a dumpling? Das ist der Waffenschmied, der sich jetzt zur Ruhe gesetzt hat. Tasty. Glad to hear it. Anything else I can do for you? Looking for a good swordsmith. No one? 3 swords on your back. A bit much, don't you think? Good one. But all jests aside, you make swords anymore? Really. It's dumplings now. I must make a living. But I miss the hammer, anvil, and bellows. Oh, the heat of the forge. Were it not for that swiving Van Horn. Don't know what you're talking about. I shan't greet a witcher with dumplings. Come, let me show you something. Ich wollte eigentlich nur meine Waren verkaufen, aber okay. Quite a collection. Premium quality, too. Thank you. I've kept these as mementos. Damn shame you don't make them anymore. I'd gladly replace what I have with this kind of steel. Someone with your skills? Why the hell are you needing dough? This might surprise you. The pay is better. But above all, it's much safer. Food vendors rarely disappear or end up as cripples. I see. Someone controlling Novigrad's smithing market? Not officially, though all supplies go through Ernst Van Horn. And they say he plays cards with Cleaver. Frequently. Ernst Van Horn. Who's that? Modest beginnings. A small dockside workshop. However, he proved extremely ambitious. He knew he could not compete with other swordmakers on skill alone, so he resorted to other methods. Other methods? A bit of slander here, buying business debt cheaply and taking over there. And whenever the competition was a ploughing non-human, he'd accuse them of being Havakars. Is that how he did you in? I did not give up without a fight. I went to Town Hall, negotiated. Alas, it was all in vain. He'd already enlisted Cleaver's protection. And in Novigrad, few dare get in Cleaver's way. Tried negotiating? Making a deal? With Van Horn? Do you jest? He's a proper heartless bastard. Either play by his rules and pay him, or go out of business. I see. But I shan't complain. Dumplings have proven an excellent source of income. It's just... well... You miss the heat of the forge. Tried getting supplies from someone else? Those rogues of the underworld control all the sources. How am I to talk to them? Unless... would you be willing to help me? Want me to help you get you supplies? How? Just come with me to a meeting. As my bodyguard, it'll bolster my confidence. Truth be told, not so long ago, I tried negotiating some iron deliveries with one of the King of Beggars' men. Right. King wouldn't worry about an embargo Cleaver imposed. It's just... he demanded an inordinately large share of the profits. I thought you might help me negotiate. I don't mean gratis. I'm certain we can agree on a fee. Could I choose something from your collection? Oh, forget this rubbish. I shall forge you a sword fit for killing gods. I don't know. Criminal underworld. Not really sure I want to meddle with them. I badly need your help. Van Horn is a Van Horsen. He must be taught a lesson. I'd be eternally grateful. Plate armor, yours. Or perhaps you'd like a catapult or a trebuchet. Okay. Ja, Geralt, gut, dass du sagst, du willst dich nicht mit der Unterwelt anlegen, aber wir eigentlich schon mittendrin stecken.
Ja, den begleiten wir auf jeden Fall in der nächsten Folge zu seinem Treffen und hoffen mal, dass er dann da irgendwie was verhandeln kann und wieder nicht irgendwo reinrutschen, wo wir nicht rein wollen.